Wir sind Alessandra und Björn, das Paar, das mit seinem 40 Jahre alten Bus seit 3 Jahren durch Südamerika reist. In den letzten Wochen war unser Alltag ungewohnt ruhig. Keine Expedition durch den Busch, keine tagelangen Sandpisten, keine Matschfahrten irgendwo im Nirgendwo. Stattdessen verbrachten wir unsere Zeit hier in Paraguay. Mit Arbeit und mit Planung. Mit Projekten, die schon lange auf unserer Liste standen. Und mit den Vorbereitungen auf das, was schon bald vor uns liegt. Während wir in der Planung waren, reihten sich plötzlich mehrere besondere Tage aneinander. Malis Geburtstag, unser Hochzeitstag und in ein paar Tagen kommt auch noch mein Geburtstag. Ereignisse, die uns daran erinnern, wie viel Weg bereits hinter uns liegt und wie schnell das nächste Kapitel näher rückt. Den Anfang machte diese Woche Malis Geburtstag. 13 Jahre, eine Zahl, die man schnell ausspricht. Aber wenn wir darüber nachdenken, steckt dahinter ein ziemlich großer Teil unseres Lebens. Mali war schon dabei, als unsere Reisen überhaupt erst begonnen haben. Sie hat Länderwechsel erlebt. Wir haben es geschafft. Grenzübergänge, Pannen, Expeditionen und vermutlich mehr Schotterpisten und Länder gesehen als die meisten Menschen. Wenn wir heute alte Fotos anschauen, sehen wir nicht einfach nur einen Hund. Wir sehen einen Begleiter und einen Freund. Sie ist Teil unserer Familie und fast jede Erinnerung. Dieses Jahr war allerdings anders. Zum ersten Mal hat Mali ihren Geburtstag ohne ihre langjährige Gefährtin und Freundin gefeiert. Natürlich gab es in den vergangenen Monaten Momente, in denen uns das besonders bewusst geworden ist. Gerade an solchen Tagen. Aber während wir durch alte Bilder gegangen sind, haben wir etwas Interessantes festgestellt. Wir haben nicht an das gedacht, was fehlt, sondern an all das, was gewesen ist. An gemeinsame Wege, an Abenteuer, an verrückte Situationen und an unzählige Erinnerungen, die ohne diese beiden Hunde niemals dieselben gewesen wären. Vielleicht liegt genau darin die Bedeutung solcher Tage. Sie erinnern uns nicht nur daran, wie viel Zeit vergangen ist, sondern auch daran, wie viel wir in dieser Zeit erleben durften. Ja, wer so viel arbeitet wie wir, der braucht auch mal Entspannung. Zur Anspannung gehört ja auch Entspannung. Und wir haben von einer Freundin was total Schönes geschenkt bekommen. Da fahren wir jetzt hin. Zum Glück gleich um die Ecke. Ja, müssen wir nicht weit gurken und können auch mit dem Motorrad fahren. Und zwar gibt's, ich sag's euch jetzt noch nicht, könnt ihr ja gleich sehen, was für die Seele. Bist du bereit? Ja, ich freue mich. Vamos. So, auf geht's. Ist kalt? Glaubst du, es reicht so von Klamotten? Ja, ist gut. Nee, ne? Okay. Ganz schön frisch. Steig auf. So, ja, Bingo. Bei mir ist Wander. Ja. Amigo, ciao, 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 ciao. So, wir sind da. Total cool. Ich war jetzt auch echt nicht weit. Ich muss jetzt mal gucken, wie wir das Motorrad hier abstellen, sonst fällt es hier den Hang runter. So, jetzt. Wunderbar. Schön. So, Hallöchen. Hallöchen. Mensch, ist das schön. Das ist wunderschön. Wow. Das ist ja der Knaller. Also ein reines sozusagen Zentrum zum Runterkommen und wieder. Komm erst mal her. Hallo. Schau, das sieht voll schön aus hier.
Alessandra, guten Morgen. Na? Guten Morgen. Ja. Ich freue mich, hier zu sehen. Sehr schön, ich freue mich, dass ihr hier seid. Das war ja damals nur so übergangsmäßig. Oh, war gut. Jetzt ist meine Oase. Nee, wirklich wunderschön. Había entendido que estaba ahí, no sabía que existaba también este lugar. He pensado, ¿te acuerdas que nos hemos visto con el caballo una vez con Patricia? Sí, que vino aquí. Sí. He pensado que era la casita al lado, el lugar de los masajes. Y ahora tu marido ha dicho, no, Hey Baby, das ist ja schön hier. super schön. Ja, Plato Pequeño con frutas. Ach, schön. Es ist so ruhig hier. Boah, das war fantastisch. Ayurveda-Massage, das ist einfach nur, wenn man so richtig schön gestresst ist, ist es genau das Richtige. Aber dann schläft man dabei ein, wacht man wieder auf, schläft wieder ein. Einfach nur toll. Das ist übrigens die Annette hier. Wenn euch das interessiert, machen wir mal einen Link unter die Videobeschreibung. Das macht die ganz toll, das ist wirklich auch ein fantastischer Ort. Jetzt ist Alessandra dran und ich kann relaxen. Schaut mal. Das ist so typisch Südamerika. Manchmal schreibe ich mir Dinge auf, damit ich sie nicht vergesse. Und manchmal schreibe ich mir Dinge auch einfach auf, weil ich weiß, dass dieser Moment wahrscheinlich nie wiederkommt. Ja, und genau deshalb landen meine Gedanken jetzt nicht mehr auf irgendwelchen Notizzetteln am Kühlschrank, die ich verliere, die durch die Gegend fliegen, sondern ich schreibe sie in mein Pocketbook Inkpad. Am Anfang war die Umstellung so schwierig und ich konnte mir überhaupt gar nicht vorstellen, dass ich auf so ein Ding hier nochmal komme. Aber ich finde es richtig, richtig gut und ich kann weiterhin handschriftlich arbeiten. Also ich kann weiterhin meine Gedanken, meine Ideen, meine Bilder, alles, was ich machen möchte, hier drauf speichern und benennen. Ich finde sie auch noch wieder. Neue Ideen für Reportagen, alles, was wir für die Amazonas-Expedition brauchen, alles landet hier drin. Und gerade wenn man jetzt mal mehrere Projekte auf einmal plant, wird es sehr schnell unübersichtlich. Hier drin niemals. Absolut toll. Und es ist eben nicht nur ein Notizblock, sondern auch ein E-Book. Man kann damit auch lesen. Und wenn ich lesen möchte, ist es genauso. Deshalb begleitet uns auch das Pocketbook Inkpad Color 3. Dort haben wir Reiseführer, Reportagen, Fachbücher und Romane gespeichert, eine komplette Bibliothek auf einem einzigen Gerät. Das spart nicht nur unglaublich viel Platz, sondern auch Gewicht. In unserem kleinen Bus ist das sehr wichtig. Besonders praktisch ist es vor allem bei unserem Reisestil. Wenn wir im Amazonas sind, bei der hohen Luftfeuchtigkeit oder im Staub, dann ist Papier natürlich nicht der beste Begleiter. Das Inkpad Color 3 ist wassergeschützt und begleitet uns genau an die Orte, wo uns Papier eben nicht begleiten kann. Ja, und wenn uns unterwegs mal der Lesestoff ausgeht, dann laden wir uns einfach in der mobilen Bibliothek ein neues Buch runter und dann ist es völlig egal, ob wir im Amazonas sind, auf dem Himalaya oder in Mallorca am Strand. Also wenn ihr euch das Pocketbook Inkpad oder das Color 3 mal anschauen möchtet, dann findet ihr unterhalb unseres Videos in der Videobeschreibung einen Link zu den beiden Geräten. Schaut auf jeden Fall mal rein, wir sind top zufrieden mit den Geräten von Pocketbook. Buenos días. Ya es hecho. Muy rico. Despertaste temprano, ¿no? Sí, hace mucho trabajo. De oído. Sí. Aquí está. Gracias. Pero tienes un otro, ¿no? Cerdo. ¿Cuántos cerdos tienes ahí? Hay todavía dos. Dos más. Que tenemos. Ese uno grandote, yo, 40 kilos por ahí carne. Lo que mataste. Ahora, matar. Das Schwein. Heute Morgen noch im Stall, jetzt schon auf dem Teller. Echt lecker. Ja, als ob er es gewusst hätte. Unser Nachbar, nachdem er uns erstmal das super leckere Stück Fleisch gegeben hat von seinem eigenen Schwein. Ich meine, ein bisschen traurig ist die Geschichte ja schon, aber egal, das sieht wirklich richtig gut lecker aus. Und wer Fleisch isst, muss halt auch damit leben, dass so ein Tier stirbt. So. Aber jetzt gibt er uns noch was richtig Geiles. Guckt euch das mal an, im Verhältnis zu meinem Kopf. Ist eine Zucchini. Also was ein Humpen. Und so ist die ketogene Ernährung perfekt. Jetzt wollte er mir auch noch Maniokka geben, aber also Maniokka ist total lecker. Also Maniokka ist so, für die es nicht kennen, ist so wie Kartoffel. Aber macht noch dicker als Kartoffel, hat noch einen höheren Energiewert. Und da machen die Paraguayer mal den Witz drüber, davon kriegt man den Maniokka-Arsch. Und da ich keinen Bock habe auf Maniokka-Arsch,
bleiben wir bei Zucchini. Ja, die legen wir aber heute auch ein. Also die kommt in eine Marinade und dann werden wir die grillen. Zumindest Scheiben davon. Und dann haben wir eine geile Beilage. Ey Baby, guck mal. Das? Unglaublich, oder? Was ist das? Hier. Kalabasa oder Zucchini, glaube ich. Zucchini? Ach so. Also ich glaube, es ist eine Zucchini, ne? Wir können das grillen. Ja, ich will sie auch grillen. Ich denke, wir machen eine Marinade und dann grillen wir die. Geil. Ja, nachdem das Schwein von unseren Nachbarn ja jetzt nicht mehr grunzt und der uns ein richtig geiles Stück Fleisch gegeben hat, dann machen wir heute was Tolles. Ich meine, heute ist ja eben ein besonderer Tag. Und deshalb habe ich mir überlegt, werde ich das Fleisch auch mal marinieren. Mache ich ja sonst nicht. Und wisst ihr, was ich hier in Paraguay kaufen konnte? Echt nicht zu fassen. Bautzner Senf. Bautzner Senf in Paraguay. Ja, unglaublich. So, marinieren wir das Fleisch und dann tun wir es in den Kühlschrank, dass wir heute Abend was richtig Leckeres essen können. 4 Jahre verheiratet und 10 Jahre zusammen. Als wir damals geheiratet haben, hätten wir uns kaum vorstellen können, dass wir Jahre später mit unserem über 40 Jahre alten VW-Bus durch Südamerika reisen und Filme machen. Und heute haben wir Pläne, die ganze Welt zu umrunden. Viele Entscheidungen, die unser Leben verändert haben, haben wir gemeinsam getroffen. Die ersten langen Reisen, die Entscheidung, dauerhaft unterwegs zu sein und auch die Entscheidung, immer wieder aufzubrechen, obwohl wir nie genau wissen, was uns erwartet. Wenn wir heute zurückblicken, sehen wir nicht nur verschiedene Länder, wir sehen verschiedene Kapitel unseres Lebens. Von den Kanarischen Inseln durch Europa und seit 3 Jahren durch Südamerika. Und da wir uns relativ spät zum Grillen entschieden haben, also dementsprechend keine Holzkohle haben, müssen wir mit Holz grillen. Und ich habe den Garten hier schon relativ abgegrast, aber die Vermieterin meinte, wir können auch einen Baum fällen. Und so habe ich mich entschlossen, an dem besonderen Tag soll man ja auch was Besonderes machen und jeder Mann sollte in meinem Leben einen Baum fällen, war das so? Nee, Baum pflanzen, so war das. Aber das ist das gute Stück, der kann weg. Und da ich mich ja mittlerweile seit, wie soll man sagen, mit einem halben Jahr mit Sport beschäftige, bin ich natürlich extrem stark geworden. Und dementsprechend ist es ganz einfach, diesen Baum zu fällen. Das ist ein Scheiß. Ich sag ja, dass es total viel Sinn macht. Sport ist eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung. There's something about the way that the sky turned red. You were turning off the lights on your sister's bed, wishing on the clouds on an evening stroll. There's something about a hurt that a heart can't hold. Klar, andere machen natürlich an ihrem Hochzeitstag irgendein romantisches Essen oder andere schöne Dinge, aber wir lieben es halt zu campen, wir lieben es halt draußen zu sein und deswegen haben wir uns entschieden, halt mal Gartencamping zu machen und dementsprechend, das ist geil, das ist richtig romantisch, oder? Ja, es ist das, was wir mögen. Ich mag es auch sehr. Und da haben wir einfach Bock drauf und deswegen machen wir das. Und dementsprechend haben wir sozusagen einen wilden Garten heute. Total cool. Oh, ich freue mich so auf das Fleisch, das wird richtig lecker. Ja, wir haben noch ein Problem. Wir haben einen relativ großen Widerstand hier im Garten gegen unser Feuer. Also die haben sich zusammengeschlossen, es sind sehr, sehr viele. Und die haben halt gar keinen Bock darauf, dass wir jetzt direkt in der Nachbarschaft sozusagen unseren Grill anzünden. Gut, was sollen wir machen? Die sind ja einfach gekommen, die haben sozusagen unseren Grill besetzt. Wir können nichts dagegen tun, außer unseren Grill anzuschmeißen und hoffen, dass sie friedlich von dannen ziehen. Aber ich zeige euch mal, was ich meine. Weil mit denen hast du echt keinen Bock, dich anzulegen. Wie ihr sehen könnt, haben wir hier einen unscheinbaren Erdhaufen neben unserem Grill. Und ich würde den auch nicht anfassen, aber da wir jetzt eh gleich das Feuer anzünden, zeige ich euch mal, was da drunter ist. So, das ist ein Termitenhaufen. Und das sind jetzt einfach mal auf einen Blick, ich würde sagen, ich weiß nicht, sind das 2000, 3000, 4000, 5000 voller Eier. Und die wohnen neben unserem Grill. So, und wenn ich den Grill jetzt anzünde, wird es hier eine Massenflucht geben.
Wir machen das aber erst an. Alessandra meinte, wollen wir den Hügel umsetzen. Wenn wir den anfangen umzusetzen, dann ist hier alles voller Termiten, dann sind wir richtig dran, dann können wir nirgendwo sitzen. Deswegen machen wir das Feuer an, in der Hoffnung, dass die dann sozusagen in die andere Richtung fliehen und uns dann in Ruhe da weiter grillen lassen. Gut, so ist es halt. Ich habe mich gegen das Referendum gestellt. Ich sehe es nicht ein. Ich werde auch nicht annehmen, dass es die in der Mehrzahl sind. Es geht nach Körpergewicht. So. Also ich kann jetzt auch kein sozialeres Feuer machen, sozusagen nur auf der linken Seite. Das wird nichts. Den Grill umziehen kann ich auch nicht. Es tut mir wirklich leid um euch Jungs und Mädels und Königin und der Rest. Macht es gut. Hast du ihn erlegt? Fast. Okay. Immer schön Krafttraining. Komm Baby, gib's ihm. Ja, oh. Yes. Ach, wie schön. Ey, Feuer ist immer geil. Und irgendwie, wenn wir was Besonderes machen, grillen wir immer. Und auch immer ein Stück Fleisch. Gut, Alessandra isst mehr Gemüse als Fleisch, aber ich esse immer sehr viel Fleisch. Ja, noch haben sie nichts gemerkt, glaube ich. Ja, und Hochzeitstag ist natürlich Ausnahmetag. Und ich hab mir echt mal ein richtig schönes deutsches Bier gegönnt. Ich drehe die Flasche jetzt nicht um, damit wir hier keine Werbung machen. Aber das erste deutsche Bier, wirklich deutsche Bier, nicht mit deutschem Namen oder irgendwie so. Ne? Das erste richtige deutsche Bier seit, bestimmt seit einem Jahr. So. Und dann noch aus der Flasche, was man hier eigentlich gar nicht macht. Ich decke jetzt mal hier ab so weiterhin so. Und wünsche euch einen Prost. Hochzeitstag ist Ausnahmetag. Echt schweinelecker. Das Fleisch kommt. Ja, Schön. endlich. Uh, Lecker. Kürbis. das sieht gut aus. Ja, Kürbis für die, die nicht nur Fleisch wollen. Schön. Ja, wie mir auch machen. Jetzt mal ist hier. Du passt auf das Fleisch auf. Richtig? Genau. Ja, ich habe jetzt gerade noch mal nachgeguckt, wie es den Jungs hier geht, und Mädels. Die Erde ist schweineheiß, also die Erde ist so heiß, dass ich es fast nicht anfassen kann. Und die rennen da immer noch rum. Gut, was soll man machen? Den Stein, ich habe mich jetzt selber verbrannt. Ja, die Strafe dafür. Aber dafür gibt es jetzt was Leckeres zu essen. Schön. Sie laufen unter der Erde. Ich habe es gelesen. Ja, dank dem Nachbarn, dank dem lieben Schwein. Guck mal hier, das ist richtig gut. Echt total cool. Ja, das Schwein hat sein Leben gegeben, hat neben uns gegrunzt die ganze Zeit. Und jetzt haben wir es auf dem Teller. Ich denke immer die ganze Zeit an, wie heißt der, Rudi Carrell. Eben noch im Friseursalon, jetzt auf der Showbühne. Ja. Aber es hat sein Leben gegeben und es ist unglaublich lecker. Also wirklich unglaublich lecker. Es ist so frisch, so frisches Fleisch. Schweinefleisch haben wir noch nie gegessen. ¿Cómo es? Bueno. Ich komme ja beides drauf. Gut. Super saftig. Und ein sehr intensiv Geschmack. Ja, total nach Schwein, ne? In Deutschland hat man ja immer so, also manchmal ist ja Schwein, schmeckt auch richtig nach Schwein, aber hier hat man immer so viel Fett mit dran, weil die Stücke halt anders geschnitten sind. Das ist halt einfach irgendein Stück vorne aus der Brust raus. Ja, und das Fett schmeckt einfach super.
voll lecker, ne? Unser Nachbar ist der Allergeilste. Erst versorgt er uns mit Schwein, dann mit Kürbis und jetzt mit Sopa Paraguaja. Sopa, Suppe, das ist paraguayische Suppe. Genau. Also da ranken sich ganz viele, wie sagt man, Mythen drumherum, also wie das entstanden ist. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr gehört habt, wie Sopa Paraguaja entstanden ist. Auf jeden Fall ist super lecker. Da sind da drin Mais, Käse, Ei, Zwiebeln. Und ja, das ist. Das war's, ne? Und dann wird es im Ofen geschmissen und dann kommt so was Leckeres hierbei raus. Super gut. Öl vielleicht. Öl, ja. Ziemlich fettig, aber lecker. Total. Er bringt immer etwas zu essen. Komm, wir essen noch mehr von dem Schwein. So. Ey, wir haben noch eine Information zu dem Schwein. Also zu dem Schwein hier am Spieß. Das hat 4 Monate gelebt und es hat am Ende 40 Kilo, ne? 40 Kilo gewogen. Also gar nicht so schwer, aber lecker. Glaubst du, es ist durch? Ja, ich glaube so. Ja, ich glaube auch. Para mí, cuando hay sopa paraguaya, la como con más gusto que la carne. Habe ich nicht anders erwartet. Jawohl. Oh ja. Ja. Oh, super. Fuerza Paraguay! Etwas, das wir unterwegs immer wieder vernachlässigen, sind Abende mit Freunden. Dabei sind genau das oft die Momente, an die man sich später erinnert. Keine große Reise, keine abenteuerliche Expedition, einfach ein gemeinsamer Abend. Ein paar kalte Bier, gute Gespräche und Menschen, mit denen man gerne Zeit verbringt. An diesem Abend kommt noch etwas anderes dazu. Paraguay spielt gegen die USA. Ein Spiel, auf das hier viele Menschen lange gewartet haben. Die Straßen sind wie leergefegt. Fast jeder scheint irgendwo vor einem Fernseher zu sitzen. Und wir mittendrin, in einer Bar voller Paraguayer. Die Stimmung, die war schwer zu beschreiben. Man hat gemerkt, dass dieses Spiel für viele hier etwas ganz Besonderes ist. So, wir haben uns entschieden, wir gucken Fußball hier mit den Paraguayern, weil seit 16 Jahren das erste Mal die Paraguayer wieder bei einer Fußball-Weltmeisterschaft dabei sind. Und die knallen total durch. Also hier geht es doch richtig ab. Die freuen sich richtig und wir sind natürlich für die Paraguayer. Heute geht es gegen die USA. Also Paraguay mindestens 2-0. Erstes Tor nach 7 Minuten für die USA. Das sieht schlecht aus. Aber es gibt Zeit. Es gibt mehr Zeit. Also. Wir freuen uns auf den Abend mit unseren Freunden. Und vielleicht sind genau das die Dinge, die am Ende genauso wichtig sind wie jedes Abenteuer. Die Menschen, mit denen man die Zeit dazwischen verbringt. Ja, scheiße. Das war's. 4:1. Wir haben voll verloren. Wie langweilig. Na gut. Aber war trotzdem schön, hat Spaß gemacht. Und die Paraguayer sind aber nicht allzu motiviert gewesen, muss man sagen. All die Ereignisse der letzten Wochen haben uns auf unterschiedliche Weise an etwas erinnert. Daran, dass unser Leben nicht nur aus Vergangenem besteht und auch nicht nur aus Plänen für das, was vor uns liegt, sondern aus Momenten, die wir gerade erleben. Denn genau daraus werden irgendwann die Erinnerungen, auf die wir später zurückblicken. Ja, und während wir auf all das zurückblicken, was gewesen ist, liegt ja schon längst das nächste Kapitel vor uns. Die größte Expedition, das größte Abenteuer unserer bisherigen Reise, Amazonas, das ist eine der Expeditionen, auf die man sich lange, lange vorher vorbereitet, bevor sie überhaupt losgeht. Seit Wochen dreht sich fast alles nur noch um den Amazonas. Ausrüstung, Ersatzteile, Routen, Planung, Safe Spots. Und es ist wie immer, man kann versuchen, alles zu planen, man kann versuchen, an alles zu denken, alles zu organisieren. Aber wir wissen auch, dass der Punkt kommt, an dem die Planung endet und der Weg sozusagen wieder die Kontrolle übernimmt. Und es ist soweit. Wir sehen das Ende kommen, wir sehen also das Ende unseres Aufenthalts in Paraguay und wir sehen das neue Kapitel Amazonas vor uns. Und wir sind sehr, sehr aufgeregt und freuen uns.
Es wird also Zeit, wieder aufzubrechen und wie immer haben wir natürlich eine Vorstellung davon, wohin wir fahren, aber deutlich weniger davon, was uns erwartet. Und vielleicht ist ja genau das der Grund, warum wir es immer wieder machen, weil die Geschichten, die fangen ja erst dort an, wo der Plan aufhört. Dort, wo es wild wird, wird es interessant. Dort, wo man nicht mehr planen kann, genau dort beginnt das Abenteuer. Wir freuen uns auf den Amazonas, wir freuen uns auf euch, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.